Moment, verstehe ich das richtig? Du hast deine eigene Tochter entführt? Und dann hast du sie wieder zurückgebracht? So sehen Helden aus. Lass mich einfach in Ruhe. Das würde ich nur zu gerne, nur dummerweise arbeitest du für mich. Vorladung. Verdacht auf Vortäuschung falscher Tatsachen und Betrug. Na schön, wir haben das zur Kenntnis genommen. Wenn Sie die Herrschaften bitte hinaus begleiten wollten. Guten Tag. Ich dachte, wir suchen nach einer friedlichen Lösung. Ich habe doch deutlich gemacht, dass ich nicht länger warten kann. Ja, aus Angst um die Firma. Aber hier geht es um das Schicksal eines Menschen. Ich habe diese Frau nicht gezwungen, ein falsches Spiel zu spielen. Ich habe die ganze Nacht an dich gedacht. Und ich an dich. Grimmiger Blick, falls Sie bestören. Ich störe den Anwalt. Nein, du rettest ihn. Wovor denn? Davor, dieses Telefon zu zerstören und Vertragspartnern unflätiges Zeug an den Kopf zu werfen. Oh, das klingt nicht gut. Nee, gar nicht. Aber deswegen bist du doch bestimmt nicht hier, oder? Nein, manchmal haben Ehefrauen unglaubliche Sehnsucht nach ihrem Ehemann und können nicht bis nach Feierabend warten. Stell dir mal vor, manchmal geht Ehemännern das ganz genauso. Aber leider gibt es gewaltige Aktenwerke, die noch besiegt werden müssen. Nachdem ich mit dir einen Kaffee trinken war, ich muss hier raus. Musste das sein? Wir sind eine Familie, da nimmt man Rücksicht aufeinander. Mir geht es nur darum, dass Ansgar keinen Schaden in der Holding anrichtet. Er nimmt nämlich keine Rücksicht auf niemanden. Aber Maria ist die Leidtragende. Die auch keine Rücksicht genommen hat. Und sie ist die Einzige, die Ansgar in die Schranken weisen kann. Ja, aber nun wird gegen Maria ermittelt. Ich war nur auf dem Amt, um meinen Witwenstatus zurückzubekommen. Und offensichtlich haben Sie dann irgendwelche Ermittlungen eingeleitet, was weiß ich. Sie müssen mir glauben. Mein Ziel in dieser Angelegenheit ist doch nicht, Maria ins Gefängnis zu bringen, sondern die Holding vor Ansgar zu schützen. Sie wissen, dass ich dafür größtes Verständnis habe. Und ich verstehe auch, dass Sie Ihren rechtmäßigen Status als Witwe meines Bruders wiederhaben wollen. Aber was sollte dieser Alleingang? Ich dachte, Sie würden mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber offensichtlich haben Sie kein Vertrauen zu mir. Ich werde ins Gefängnis kommen. Jetzt beruhig dich doch erst mal und dann überlegen wir uns gemeinsam. Es gibt wie nichts zu überlegen. Die Polizei ermittelt schon gegen mich. Ja, selbst wenn, dann werden unsere Anwälte dafür sorgen, dass du mit einer kleinen Strafe davon kommst. Ansgar, mach dir doch nichts vor. Was ich getan habe, ist Betrug. Und dazu noch einer, der ziemlich leicht nachzuweisen ist. Ein Gentest. Und schon ist klar, dass ich wirklich nicht Francesca von Landstein bin. Mutter, ich hab's dir doch schon mal erklärt.
Niemand kann ein Interesse daran haben, dass diese ganze Sache an die große Glocke gehängt wird. Weder diese machtgierige Alte noch mein von den Toten wieder auferstandener Onkel. Jetzt überleg doch mal selbst, wie stünde die Familie denn dann da? Mal vom Imageverlust der Holding ganz zu schweigen. Hör zu, du kannst dich darauf verlassen, dass da irgendein Mäntelchen drüber gebreitet wird. Und zwar lange bevor es zum Prozess kommt. Trotzdem, Ansgar, ich habe Angst. Habe ich mich eigentlich schon bedankt? Dafür, dass du mir ein Ei spendiert hast? Dafür, dass du mich von der Arbeit abgehalten hast. Ach, es war reiner Eigennutz. Ich liebe egoistische Frauen. Naja. Weißt du, was ich jetzt am liebsten machen würde? Mit dir in den nächsten Flieger steigen und nach Paris zum Mittagessen fliegen. Oder nach Rom. Ja, wie wär's mit Mailand? London. Ach, ist doch egal. Irgendwohin. Hauptsache weg von hier, von diesem ganzen Stress. Im Job, zu Hause. Aber ich dachte, du verstehst dich ganz gut mit deinem Vater. Ja, schon. Trotzdem, irgendwie ist es... Schwierig. Weil du nicht weißt, ob du ihm vertrauen kannst. Naja, solange wir das Thema mit seinem Gefängnisaufenthalt ausklammern, ist alles in Ordnung. Aber das kann ja auch keine Dauerlösung sein. Ey! Mann! Echt? Leute, Ist gibt's. überhaupt nicht schlimm. Wir kaufen einfach später Neues. Und bis dahin... Ich habe zwar eigentlich noch einen wichtigen Termin in der Holding, aber Sie haben gar keine Termine mehr in der Holding. Wollen wir anfangen? Es gibt Wichtiges zu besprechen und ich hoffe, wir schaffen es, sachlich zu bleiben. Es steht außer Frage, dass Elisabeth ein Recht auf ihren alten Status und Titel hat. Nur sollten wir das erreichen, ohne dass Maria dafür des Betrugs angeklagt wird. Ich fürchte, dafür dürfte es zu spät sein. wirklich. Ich würde mir an Ihrer Stelle das Vorgehen genau überlegen. Wenn Sie tatsächlich so im Interesse der Firma handeln, dann dürfte Ihnen der Image-Schaden, der durch einen Prozess gegen meine Mutter entsteht, nicht ganz egal sein, oder? Viel größer dürfte der Image-Schaden sein, wenn Sie weiter die Holding leiten. Darf ich mal einen Vorschlag machen? Es gibt eine Möglichkeit, Maria das Gefängnis zu ersparen und die ganze Angelegenheit schnell und ohne großes Aufsehen aus der Welt zu schaffen. Das wäre doch auch im Interesse der Holding. Na, da bin ich immer gespannt. Wir müssen ein psychologisches Gutachten erstellen lassen, in dem Maria für unzurechnungsfähig erklärt wird. Wie bitte? Das bedeutet ja nur, dass du damals schuldunfähig gewesen bist. Ich bin nicht unzurechnungsfähig. Und ich lasse mich auch nicht einfach dazu erklären. Das kannst du nicht von mir verlangen. Bist du kitzlig? Ich dachte immer, Archäologinnen Sind sehr sensibel. genau wie die Archäologin selbst. Andi? Du bist der beste Fund, den ich jemals gemacht habe. Es ist die einzige Möglichkeit, dass kein Verfahren gegen dich eröffnet wird. Die Alternative ist, dass du angeklagt wirst. Und die Folgen sind unabsehbar. Also gut. Ich bin einverstanden. Es ist das Beste. Nein, es ist nicht das Beste. Doch. Doch, Ansgar. Das ist es. Ein Betrug, um einen Betrug zu vertuschen. Dieser Betrug dient einem guten Zweck. Tut er das?
Ich dachte, wir wären uns einig. Maria sollte nicht ins Gefängnis. Komm, Mutter. Wir brauchen eure Gnade nicht. Ich habe genügend Anwälte, die meine Mutter da rausboxen werden. Moment. Ich wäre auch mit diesem Vorschlag einverstanden, allerdings unter einer Bedingung. Ansgar lässt sich seine Anteile an der Holding ausbezahlen und verzichtet in Zukunft auf alle Ansprüche und jegliches Mitspracherecht. Sie haben wohl den Verstand verloren. Vielleicht sollte ich Sie für unzurechnungsfähig erklären lassen. Sie können damit Ihre Mutter vor dem Gefängnis bewahren. Wie gesagt, ich vertraue auf meine Anwälte. Komm. Nochmal? Dein Vater. Hallo, ihr zwei. Hallo. Papa, Natalie. Ich habe euch noch gar nicht gratuliert. Meinen Glückwunsch. Danke. Sehr nett, danke. Und? Alles in Ordnung? Ja, die Morgenübelkeit ist auch noch nicht da und wir freuen uns total. Das glaube ich. Sag mal, was macht ihr denn morgen früh? Ich muss in die Redaktion einen Text abgeben, nichts Besonderes. Wieso? Habt ihr nicht Lust, zum Frühstück vorbeizukommen? Ja, natürlich. Gerne. Ja. Ja, dann kommen wir gerne vorbei. Und bring Brötchen mit. Okay, bis morgen. Bis dann. Vielleicht verlangen Sie einfach zu viel. Ganz bestimmt nicht. Ach. Und? Hat Ihr Sohn über meine Bedingungen nachgedacht? Ich weiß es nicht. Sie sollten es ihm nahelegen. Dringend. Es liegt in Ihren Händen. Und was ist, wenn Ansgar sich auf Ihre Forderungen nicht einlässt? Dann muss ich Maria vor dem Richter verantworten. Denn ich werde bezeugen, dass sie alles andere als unzurechnungsfähig war. Und glauben Sie mir, Carla, Konstantin und Leonard, die werden das Gleiche tun. Es geht Ihnen doch nur um Ansgar. Aber zu leiden hat Maria. Finden Sie das gerecht? Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich darauf freue, endlich mit Sebastian in unser Haus zu ziehen. Endlich ungestört frühstücken, ohne die Familie. Nur Sebastian und ich. Du bist ja total verknallt. Ja. Und wenn dann noch die Versöhnung zwischen Papa und Sebastian klappt, dann bin ich wunschlos glücklich. Entschuldige. Sebastian. Ja, wenn das nicht anders geht, dann... Gut, ja, dann bis morgen. Ich dich auch. Sebastian musste nach München. Aber er meinte, dass er es morgen zu unserem Frühstück schaffen wird. Ich weiß, es ist albern. Aber ich vermisse ihn, wenn er nicht da ist. Aber das ist doch ein gutes Zeichen. Ja, ich habe im Moment das Gefühl, es könnte gar nicht besser laufen zwischen Sebastian und mir. Hey, praktisch. Das kann ich ja gleich mal mit reinnehmen. Ich bin noch nicht fertig. Okay, ich bin ja schon weg. Was sind denn für Probleme? Du bist echt süß, wenn du schläfst. Wie, nur dann? Nein, immer. Und überall. Und grundsätzlich. Da bin ich aber froh. Kennst du das, wenn du so glücklich bist, dass du einfach nur noch schreien könntest, damit es alle wissen? So fühle ich mich auch gerade. Aber das sollten wir lieber lassen. Was? Naja, das mit dem Schreien, weil sonst werden die anderen noch eifersüchtig. Take it away.
würde am liebsten nie wieder aufstehen. Gute Idee. Aber ich habe voll Hunger. Dann müssen wir wohl einen kleinen Ausflug in die Küche machen. Aber nur einen ganz kleinen. Ganz, ganz klein. Oder vielleicht. Wir müssen auch nicht sofort in die Küche gehen. Jetzt ist es soweit. Ganz offiziell. Bringen Sie der Gräfin bitte ein Glas Wasser. Bin ich nicht mehr. Aufgrund der Tatsache, dass Franziska von Lahnstein geboren ist die Ehe mit Johannes Gustav Friedrich Graf von Lahnstein annulliert. Na, das sage doch noch mal einer, unsere Behörden seien nicht auf Zack. Ja, bei Betrügereien mit Adelstiteln reagieren Beamte ziemlich allergisch. Mach dir doch nichts draus, Elisabeth. Brandner ist zwar kein wirklich schöner Name, aber irgendwie passt er besser zu dir. Lass den Jungen aus dem Spiel. Weißt du, Hannes, die Oma ist schon so ein bisschen alt. Die überanstrengt sich beim Suchen. Und weißt du, außerdem ist es auch noch so, die Elisabeth, die ist gar nicht deine Oma. Die tut nur so. Aber weißt du, bald ist die hier verschwunden und dann hast du sie auch ganz schnell vergessen. Hm? Komm. Ich will dein Opfer nicht. Aber das ist die Chance, dass uns beiden nichts passiert. Maria, ich habe mein ganzes Leben unter meinem Vater gelitten. Immer hat er mich behandelt, als wäre ich irgendwie minderwertig, als wäre ich seiner nicht würdig. Auch dafür hasse ich ihn. Was habe ich nicht alles getan, um seine Anerkennung zu kriegen? Aber egal, wie ich mich abgerackert habe, egal, wie gut ich war, ihm war es nie gut genug. Für ihn haben immer nur Carla und Leonhard gezählt. Und trotzdem habe ich es geschafft. Ich habe die Holding übernommen, verdammt nochmal. Und das, obwohl er es mir nicht gegönnt hat. Und obwohl er es mit diesem lächerlichen Testament verhindern wollte. Und es interessiert mich einen Dreck, was Carla und Elisabeth jetzt denken. Ich habe die Holding gut geführt. Ich weiß verdammt nochmal, was ich tue. Da gebe ich dir doch völlig recht. Aber du kannst doch irgendwo anders wieder Karriere machen. Du kannst deine eigene Firma Herrgott aufbauen. nochmal, hier geht's nicht um irgendeine Karriere oder um irgendeine Firma. Mir geht's um die Holding, die Firma meiner Familie. Ansgar, was haben wir denn für eine Wahl? Elisabeth hat uns in der Hand. Ich lass mir nicht wegnehmen, was mir zusteht. Das kann ich nicht. Ich kann's einfach nicht. Und wenn's sein muss, werde ich eben dafür kämpfen. Na, ein Plätzchen für mein Spätzchen oder ein Träubchen für mein Täubchen? Also das mit dem Dichten üben wir noch mal, ne? Oben? Ich hab noch was für euch zwei. Von Frau Schneider. Zeig mal her. Wow, wir sehen richtig gut aus. Hast du etwa daran gezweifelt? Naja, bei dir auf jeden Fall nicht. Ihr seid echt kaum zu ertragen mit eurem Rumgeknutsche. Hey, wollen wir uns nicht noch was zu trinken mit aufs Zimmer nehmen? Cremant? Gute Idee, ich weiß auch, wo der steht. Nix, den lassen wir uns bringen, nicht, dass du wieder eingesperrt wirst. Okay. So blöd muss man doch erst mal sein. Tristan. Hey. Oh, bist du verletzt? Ich war Holzhacken, ist halb so wild. Und bei euch? Alles klar? Ja, alles klar. Ja, alles bestens. Ciao.
Ich habe noch mal nachgedacht. Worüber? Über Ihre Bedingungen. Ach. Ansgar besitzt in der Holding keine Mehrheit mehr. Er kann keine wichtigen Entscheidungen alleine treffen. Was wollen Sie mir jetzt vorschlagen? Welchen Grund gibt es da, ihm sein Pflichterbteil zu entziehen, auf das er ein Anrecht hat? Welchen Grund es gibt, das kann ich Ihnen sagen. Ansgar wird immer Mittel und Wege finden, Entscheidungen zu seinen Gunsten zu manipulieren. Die Holding. Hier, wir alle. Wir sind erst sicher, wenn er absolut nichts mehr zu sagen hat. Aber was kann er noch ausrichten? Sie kennen meine Bedingung. Punkt. Elisabeth, warten Sie. Das haben Sie ja ganz fein eingefädelt. Aber ich werde verhindern, und koste es, was es wolle, dass die Ermittlungen gegen Sie eingestellt werden, nur weil Sie sich für unzurechnungsfähig erklären lassen. Und vergiss das Frühstück morgen nicht. Mhm. Schöne Grüße. Verzeihung? Das hat der Bote gerade gebracht. Danke. Ich liebe dich über alles, Lydia. Und zum perfekten Glück fehlt uns eigentlich nur noch eines. Was sagst du dazu? Elisabeth! Elisabeth, warten Sie bitte. Um mir von Ihnen noch mehr Argumente für Ansgars Verbleib in der Holding anzuhören? Nein. Ich glaube, Sie machen einen großen Fehler. Wissen Sie was? Ich glaube, dass ich mich in Ihnen getäuscht habe. Sie lassen sich auch schon von Ansgar manipulieren. Ich lasse mich nicht manipulieren und von Ansgar schon gar nicht. Er ist ein unangenehmer Zeitgenosse, das habe ich inzwischen auch schon gemerkt. Ach, was Sie nicht sagen. Aber es wäre falsch, ihn auszugrenzen. Und zwar nicht in seinem Interesse, sondern in unserem. Sie glauben doch nicht in Ernst, dass das Kapitel Ansgar abgeschlossen ist, nur weil Sie ihm seine Anteile entziehen. Sie wollen sich rächen, habe ich recht? Aber was wird dann passieren? Ansgar wird sich ebenfalls rächen. Das ist ein Teufelskreis, den irgendjemand durchbrechen muss, bevor die Familie dabei zugrunde geht. Tun Sie es. Bitte vertrauen Sie mir.